Kannst du verstehen, was hier passiert ist? Schau dir das Video bis zum Ende an und finde es heraus. Sam reist am 18. September nach Zypern. Zypern ist eine Insel im Mittelmeer. Das Land liegt südlich von der Türkei und westlich von Syrien. Auf Zypern scheint oft die Sonne. Viele Menschen machen dort Urlaub. Die Hauptstadt heißt Nikosia. Sam freut sich sehr auf seine Reise. Um 4:45 kommt er im Hotel an. Er checkt ein, dann bringt er seinen Koffer in sein Zimmer. Jetzt hat Sam Hunger. Er geht ins Restaurant. Er setzt sich an einen Tisch. Plötzlich kommt eine Kellnerin. Sie sieht böse aus. Sie schreit: „Das ist ein Tisch für 4 Personen. Sie müssen einen anderen Tisch nehmen." Sam erschrickt. Er bekommt Angst. Er sagt nichts und geht leise weg. Am nächsten Morgen möchte Sam nicht im Hotel bleiben. Er hat Angst vor der unfreundlichen Kellnerin. Er möchte lieber einen Ausflug machen. Auf Zypern gibt es ein Unterwassermuseum. Das Museum liegt im Meer. Dort kann man schnorcheln. Sam nimmt seine Schnorchelsachen, seine Tauchmaske und seine Flossen. Dann schleicht er leise an der Kellnerin vorbei. Im Meer ist alles wunderschön. Sam sieht viele bunte Fische. Er sieht große Skulpturen unter Wasser. Manche Skulpturen sehen aus wie Menschen. Zwischen den Skulpturen schweben sogar bunte Luftballons als Kunstwerke. Plötzlich entdeckt Sam eine große Meeresschildkröte. „Wow", sagt Sam, „das ist wunderschön." Der Ausflug gefällt ihm sehr. Am nächsten Tag möchte Sam wieder etwas Neues sehen. Auf Zypern gibt es eine Geisterstadt. Sie heißt Famagusta. Früher haben dort viele Menschen gelebt. Es hat Hotels, Geschäfte und Restaurants gegeben. Im Jahr 1974 hat ein Krieg auf Zypern angefangen. Die Menschen sind weggegangen. Jetzt stehen viele Häuser leer. Heute darf man einige Teile der Stadt wieder besuchen. Sam geht zur Rezeption. „Wie viel kostet eine Tour nach Famagusta?" fragt er. Die Rezeptionistin antwortet: „200 Euro." „200 Euro? Danke für die Info. Ich überlege es mir." Sam sucht im Internet. Dort liest er: Man kann auch mit dem Bus nach Famagusta fahren. Das Busticket kostet nur 1,50 Euro. Das ist viel besser, sagt Sam. Er fährt mit dem Bus nach Famagusta. Am Eingang mietet er einen Roller. Langsam fährt er durch die stillen Straßen. Er sieht viele verlassene Hotels, Häuser und Geschäfte. Es ist sehr ruhig. Niemand wohnt dort. Plötzlich fährt Sam aus Versehen über eine Sperrlinie. Die Wachen rufen: „Stopp! Du darfst hier nicht fahren!" Sam bleibt sofort stehen. Da hört er ein Geräusch. Sam schaut nach unten. Schlangen. Viele Schlangen kommen langsam auf ihn zu. „Oh nein!" schreit Sam. Er hat große Angst und bekommt Panik. Zum Glück läuft ein Wachmann zu ihm. Der Wachmann macht die Schlangen vorsichtig weg. „Ist alles okay?" fragt er. „Ja", sagt Sam, „aber ich habe große Angst vor Schlangen." Der Wachmann lächelt. „Wie heißt dein Hotel?" „Hotel Sonne", antwortet Sam. Der Wachmann überlegt. „Meine Mutter arbeitet dort. Ich rufe sie an. Sie kann dich abholen." „Vielen Dank", sagt Sam. Kurze Zeit später kommt ein Auto. Eine Frau steigt aus. Sam schaut sie an. Er kann es nicht glauben. Es ist die unfreundliche Kellnerin aus dem Hotel.